Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Akim Ferrandina. Also das ist eine spezielle Folge, bei der ich mir die Freiheit nehme, dass diese unter Umständen etwas mehr Zeit als 4 Minuten in Anspruch nimmt, weil ich hier ein sehr spezielles, sehr sensibles, sehr wichtiges Thema behandle. Ein Thema, bei dem es um Respekt für andere Religionen geht, um Respekt für Minderheiten geht. Darum möchte ich euch auch darum bitten, euch diese Folge bis zum Schluss anzuschauen, weil es sehr, sehr wichtig ist, über diese Themen zu sprechen. Noch eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Wenn ich über diese Themen spreche, geht es nie um Schuld der heutigen Menschen. Es geht um Geschichte, es geht um Zukunft. Es geht darum, dass man gewisse Sachen so behandelt, weil es wichtig ist für uns alle, aus meiner Sicht zumindest. Und zwar das Thema dieser Folge ist die Wiener Gesera, und zwar die Zwangsvertreibung und die Zwangstaufung sowie auch Ermordung von Juden, die 1420, 1421 stattgefunden hat, und zwar in Wien. Das Ganze ist mit den Hussitenkriegen verbunden, rund um Jan Hus. Aus diesem Grund werde ich euch auch noch einen Link hinterlassen, damit ihr euch auch noch das anschauen könnt. Ich rate euch das anzuschauen, weil es ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Es ist nämlich so, zu dieser Zeit gibt es einen habsburgischen Herrscher, einen Herzog von Österreich, Albrecht V. Und dieser Herzog benötigt Geld für eine Hochzeit. Es ist auch so, dass die Juden nicht immer mit Wohlwollen gesehen worden waren zu dieser Zeit, und leider auch später ist es so. Und die Juden oder die jüdische Wiener Gemeinde wird beschuldigt, dass sie den Hussiten geholfen haben sollen mit Waffen. Das ist aber nirgends belegt. Trotz allem werden am 23. Mai 1420 alle Juden, die sich in Wien hier aufgehalten haben, verhaftet in den Kerker gebracht, beziehungsweise die Reichen werden in den Kerker gebracht. Sie werden gefoltert unter anderem, damit sie preisgeben, wo ihre Schätze sind, wo ihr Geld ist, und sie werden auch noch zwangsenteignet. Die Armen werden leider auf ruderlosen Booten gesetzt auf die Donau, und sie treiben dann hinunter ohne Ruder bis nach Pressburg, was dem heutigen Bratislava entspricht. Das sind alles schreckliche Dinge. Leider ist es nicht alles, was zu dieser Zeit passiert. Was noch passiert, ist, dass Kinder zwangsgetauft werden. Und da wird auch noch der Papst einschreiten müssen, und er wird Druck auf den damaligen Kaiser Sigismund, der auch König von Böhmen war, sodass diesen Kindern die Möglichkeit gegeben wird, wieder zurück zum jüdischen Glauben überzugehen. Und leider ist die Sache, dass das Ganze noch nicht da endet, weil den Juden werden auch noch andere Sachen vorgeworfen, die nicht gestimmt haben, und zwar, dass sie in Enns Hostienschändungen gemacht haben sollen. Und auf der Basis dieser Anklage, dieser Beschuldigung, die leider auch von der damaligen Theologischen Fakultät der Wiener Universität auch noch gestützt wird, eben das Ganze noch untermauert wird, aber es gibt eben nichts, was das Ganze belegt. Und was passiert eben ein Jahr später? Ein Jahr später geschieht es, dass die Juden, die sich noch in Wien hier aufgehalten haben, etwa 200, es waren 120 Frauen und 92 Männer, werden auf die Weißgerberlände gebracht, und dort werden sie beim lebendigen Leibe verbrannt. Das passiert in Wien im Jahre 1421. Wir sind jetzt im Jahr 2021, ein besonderes Jahr, und aus meiner Warte ist es wichtig, dass wir diese Themen besprechen, auch weil es um Schutz von Minderheiten geht, und Minderheit kann jeder einmal werden. Egal welchen Glauben man hat, egal was man tut, was man nicht tut, Minderheit kann jeder werden. Deswegen denkt darüber nach. Wir bleiben jetzt dann hier kurz stehen, weil genau hier darunter befand sich auch die Synagoge, die zerstört worden ist. Hier war auch die Bima, und zwar das Podium, von dem man aus der Tora gelesen hat. Die Synagoge wurde zerstört,
und die Steine dieser Synagoge wurden auch verwendet, um Teile der neuen Fakultät, der theologischen Fakultät der damaligen Universität zu bauen. Ich weiß, es ist ein sehr spezielles Thema. Ich weiß, es ist nicht lustig und es soll es auch nicht sein. Aber ich bitte euch darum, schaut euch diese Dinge an, schaut euch, was in der Vergangenheit passiert ist. Schauen wir, dass wir für die Zukunft was machen, weil es wirklich, wirklich wichtig ist. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bei dieser Folge wird es auch keine Blooper, keine lustigen Sachen geben. Und ich lasse euch noch Zeit am Ende, eine Gedenkminute sozusagen, dass man sich solche Sachen erinnert, daran denkt und nie wieder vergisst. Ich komme in Zukunft auch auf solche Themen zu sprechen, die späteren Sachen, die passieren. Aber jetzt schließe ich einmal ab. Das ist das Denkmal von Rachel Whitered, welches nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist. Aber zu diesem Thema kommen wir ein andermal. Danke nochmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bitte schauen wir, dass wir miteinander was machen, dass wir uns gegenseitig respektieren, andere Menschen respektieren und was Positives, was Gutes für die Zukunft bauen. Danke nochmals, alles Gute, bleibt gesund und schaut auf euch. Danke.